So, hello Digitals. Ich stehe hier vom Blue Line in Zürich und ich treffe jetzt gleich CiviCube zum Interview und seid gespannt, ich freue mich drauf. Also, los geht's. Hallo Nina, mein Name ist Pascal, ich bin Co-Founder und CEO von CiviCube. CiviCube ist eine Serviceplattform im Bereich Weiterbildung. Wir finden für jede Person die perfekte Weiterbildung und ich mit dem Team sorge dafür, dass wir das so zu Boden kriegen. Hallo Nina, ich bin der Beat und neben Pascal der andere Co-Founder. Uns gibt es seit Anfang 2016 und zwar sind der Beat, ich und ein Gründungspraktikant zu dritt gestartet und haben uns im ersten Jahr selber finanziert und haben jetzt kürzlich nach der Weihnacht eine erste Finanzierungsrunde schliessen, erste Investoren an Bord holen und den Verwaltungsrat entsprechend aufbauen. Als wir im Januar gestartet sind, haben wir gedacht, wir starten das mal so als Projekt, als Versuch. Haben gedacht, ja, damit wir das beide ein bisschen finanzieren, ich zahle ein bisschen, der Beat zahlt ein bisschen Rechnungen und gründet eigentlich nicht gerade eine AG, weil wir das Gefühl hatten, ja, was wollen wir jetzt da schon ein riesen Konstrukt schaffen für das, was wir noch mal testen wollen. Spätestens eigentlich März haben wir schon festgestellt, okay, es ist vielleicht nicht so die geschickteste Lösung gewesen, wie man gemacht hat. Ich musste eingestehen, dass man sich halt irgendwo mit zwei Co-Foundern, die zwei verschiedene Meinungen haben, der eine sich durchsetzt. In dem Fall hat sich der durchgesetzt, der gesagt hat, wir gründen keine AG. In dem Fall ist es aber auch der musste eingestehen, es war falsch gewesen. Somit bin ich dann im April zum Beat gegangen und habe gesagt, Beat, jetzt machen wir die AG, es tut mir leid, es war ein Seich gewesen. Und dann haben wir es möglichst schnell eigentlich über die Bühne gebracht, dass wir die AG haben können gründen und dass wir nachher das Konstrukt geschaffen haben, dass wir sauber abrechnen, dass wir die Mitarbeiter sauber angestellt haben und eigentlich da keine weiteren Probleme mehr haben. Es ist dann aber bis im Sommer noch gegangen, bis dann Bankkonti etc. und alles dahinter gestanden ist, bis wir dann effektiv das Ganze durchgehabt haben. Und ab dem Zeitpunkt ist es für uns dann eigentlich gut gewesen. Und das zweite Mal würden wir sicher von Anfang an gerade eine AG gründen. Heisst aber nicht, dass wir das zweite Mal von Anfang an auf den Beat hören. Wir haben immer noch ganz einen Haufen Sachen, wo wir uns nicht einig sind. Und dann setzt sich einer durch. Manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter. Die Investorensuche sind wir ganz klassisch angegangen. Wir sind auf den Markt raus schauen, wer sind überhaupt die Investoren, können pitchen, haben dann gemerkt, okay, das sind die falschen Investoren. Es sind Investoren, die nicht in der Seed-Runde entsprechend finanzieren. Da haben wir dann sagen, okay, müssen wir wahrscheinlich eine Liste machen, mal schauen, welche Investoren kommen denn überhaupt für uns in Frage. Es ist nicht einfach, Investorensuche. Das Geld grundsätzlich ist in der Schweiz da, aber dass wir mit seinem Projekt, mit seiner Firma entsprechend dort die Investoren lustig machen kann, dass sie ihr Geld investieren, ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aus der Masse abzuheben. Es ist nicht einfach, ein Businessmodell zu präsentieren, das im Moment natürlich noch gar nicht kostendeckend ist. Ist es denn das auf die Zukunft raus und so weiter? Also dort ist es ein knallharter Sales-Job. Man muss raus. Man muss sehr früh raus, weil das, was man denkt, dass man innerhalb von 2-3 Monaten die Investoren an Bord hat, definitiv nicht. Es geht über Monate, dieser Prozess. Und wie es halt auch sonst ist im Leben, man braucht manchmal Glück, dass man Leute hat, die einem entsprechend gut gesinnt sind, die sagen, mal, eure Idee finden wir mega cool. Wir kommen rein, wir investieren etwas und wir helfen euch. Für uns ist es jetzt in der Seed Round sehr, sehr wichtig gewesen, dass wir nicht nur Investoren haben, die Geld reingeben, sondern das sogenannte Smart Money. Also das heisst auch, dass sie ihr Brain, ihr Beziehungsnetz und so weiter einbringen. Und so haben wir entsprechend dann auch den Verwaltungsrat können ausbauen, wo wir jetzt wirklich die strategische Ausrichtung von CiviCube auf die Zukunft ausgelegt haben. Aber abschliessend noch, es ist nicht einfach, also fängt genug früh an. Wir haben relativ früh angefangen, aber haben ja dort noch hinten raus entsprechend Monate dazu rechnen müssen schauen mit den Finanzen, selber noch einmal einschiessen, dass wir sie strecken können, bis wir dann schlussendlich Ende Dezember die Runde closen können.
Unser Geschäftsmodell ist aufgebaut auf einem Kickback, das wir von den Schulen bekommen. Dort auf der einen Seite eine Listinggebühr und auf der anderen Seite eine Vermittlungsprovision aufgrund von einer erfolgreichen Vermittlung an die Partnerschule. Die Partnerschaft mit Bob Money ist aus einem Bedürfnis der Kandidaten entstanden. Das war irgendetwa so Mitte letztes Jahr, wo wir gemerkt haben, dass verschiedene Kandidaten uns sagen, ich würde gerne eine Weiterbildung machen, ich kann es aber nicht finanzieren. Der Arbeitgeber tut mir sie nicht finanzieren. Wir haben dann gesagt, weil wir als Marktplatz, als One-Stop-Shop-Plattform entsprechend uns positionieren, wir müssen eine Lösung haben für das Thema. Wir sind auf den Markt rausgegangen, haben gesehen, okay, da gibt es eine digitale Lösung. Die digitale Lösung ist Bob Money, wo wir uns schlussendlich in einer Partnerschaft gefunden haben. Was uns dort sehr gut gefallen hat, ist, weil ihr Prozess auch komplett durchdigitalisiert ist, wie unser Prozess. Also die Zusammenarbeit ist ganz klar auf einem Marktbedürfnis entstanden. Wir sind noch eine andere Zusammenarbeit mit der Versicherungsgesellschaft im Bereich Annulationsversicherung für Weiterbildende. Was ist, wenn ich die Weiterbildung muss aus irgendwelchen Gründen unterbrechen, abbrechen? Wer zahlt mir die Kosten? Wie sieht das aus? Dort sind wir dran, ein Produkt. Auch das ist irgendwann aus einem Marktbedürfnis entstanden. Unser Ansatz ist ganz klar, dass wir sagen, wir wollen möglichst hohe Convenience für einen weiterbildenden Suchenden, wie aber auch natürlich für den, der die Weiterbildung macht, herbringen und schauen dort einfach, was gibt es auf dem Markt, wo können wir Partnerschaften eingehen und wo müssen wir entsprechend etwas erarbeiten. Also für mich ist, wir sind von Anfang an eigentlich mit Google-Produkten gestartet, Google Drive, Gmail. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, mal sämtliche Files hin und her zu verschieben und jeder konnte darauf zugreifen. Dann haben wir gesagt, der E-Mail-Verkehr immer einander hin und her Mails schicken mit Aufträgen und weiterleiten, das ist problematisch. Also haben wir uns für Slack entschieden. Slack ist das Kommunikationstool, das bei uns den ganzen Tag pflichtmäßig laufen muss, wo Informationen, zwischendurch einmal Blödsinn, darf verschickt werden und gechattet werden. Und rein organisationstechnisch setzen wir auf Trello. Trello hat für uns die Möglichkeit, um wirklich jede Aufgabe, jede Task, jede Division für jede Person einzeln zu schreiben, einzeln anzugehen, einzeln zu rapportieren und auch zu analysieren. Und für mich, ich bin sehr ein Anhänger von Trello, ich bin sehr ein grosser Fan. Beispielsweise mit dem Beat habe ich zuerst ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, dass er sich dort auch reinschaffen konnte. Ich mache persönlich keinen Schritt, ohne dass ich dafür ein Trello-Kärtchen erstellt habe. Bei den einen hat doch die Überzeugungsarbeit ein bisschen gefruchtet, also wir sind weiter als auch schon, aber wir haben auch da noch einen long way to go, bis wir es perfekt so gemacht haben, wie wir eigentlich wollten. Der beste Tipp, den ich einem Start-up geben kann für die Gründung: gründet nicht allein, sondern macht es mit jemandem zusammen. Da habt ihr schon mal eine Zweitmeinung und geht raus auf den Markt. Geht eure Idee testen, fragt die Leute, was sie von dem halten, nehmt es auf, analysiert es für euch analysieren, aber lasst euch nicht kaputt machen, wenn alle das Gefühl haben, das ist nicht gut, sondern meistens sind die Ideen, die am Anfang gebasht werden, sind nicht die am erfolgreichsten sind. Und schlussendlich, just do it und geht einfach euren Weg. Merci, Elonina! Schön, dass wir da sind.